Hi, Nino vom MX Werkzeughandel. Heute nach einem ganzen Jahr mal wieder eine neue Folge und diesmal geht es um ein ganz besonderes Thema. Und zwar die meistgestellteste Frage bei uns im Fachhandel: Welcher Bohrhammer ist für mich der richtige? Was ist überhaupt ein Kombihammer? Wo sind dessen Unterschiede und welche Modelle gibt es überhaupt? Das alles jetzt in dieser Folge. Viel Spaß! Wir fangen an mit dem Akku Bohrhammer, der kleinste der Makita-Linie, und zwar der DHR 171. Der DHR 171 ist sehr klein und handlich, wiegt nur 2,8 Kilogramm und hat eine Kraft von 1,2 Joule. Bohrleistung in Beton beträgt 17 mm, in Holz 13 mm und in Stahl 10 mm. Gebaut wurde dieser prinzipiell, weil man eben diesen Bohrhammer auch nur mit einer Hand bedienen kann, wie man hier sieht. Das Ganze wird selbstverständlich auch mit einem Handgriff mitgeliefert, ist jetzt hier eben nur nicht verbaut. Hier haben wir nur die Möglichkeit, dass wir SDS Plus Bohrer mit einspannen können. Das Ganze muss dann auch nicht von Makita sein, das Ganze kann auch von allen anderen Herstellern sein. Vorausgesetzt ist natürlich die Aufnahme von SDS Plus. Das Bohrfutter können wir nicht wechseln, das wäre so der Nachteil von diesem Bohrhammer. Das bedeutet eben auch, wenn das Bohrfutter kaputt ist, dann müssten wir die ganze Maschine zur Reparatur einsenden, weil wir dann nicht einfach das Bohrfutter wechseln können. Das wäre eben so der Nachteil bei dieser ganzen Geschichte mit dem 171. Das wäre eine 18 Volt Maschine. Dasselbe gibt es im Prinzip auch, ich muss gerade mal schauen, wo ich das hingestellt habe, in einer 12 Volt Ausführung. Hier haben wir es ja. So sieht das Ganze aus. 12 Volt, andersrum 10,8 Volt. Identisch groß, der einzige Unterschied wäre die Aufnahme. Einmal 12 Volt, einmal 18 Volt, wie bereits erwähnt. Warum heißt das Ganze jetzt 12 Volt? Das ist auch etwas verwirrend. Normalerweise hieß diese ganze Linie von Makita immer 10,8 Volt. Ich hole am besten mal einen Akku her, damit man sich das Ganze anschauen kann. All die zu Hause 10,8 Volt Akkus haben, der sieht genau so aus. Der einzige Unterschied ist eben, es steht jetzt 12 Volt auf dem Akku. Es hat sich ansonsten nichts getan, außer die Bezeichnung. Er ist weder stärker noch schwächer, noch hat er andere Merkmale, noch hat er eine andere Passform. Es ist tatsächlich exakt derselbe Akkupack, nur eben das Ganze heißt jetzt 12 Volt. Entsprechend passen alle Ihre 10,8 Volt Akkus auch in alle künftige 12 Volt Maschinen rein. So, wir bleiben trotz allem bei der 18 Volt Linie. Kommen wir zum nächsten, den DHR 243. Das wäre dann dieser Apparat hier. Der ist schon etwas größer, wiegt 1 Kilo mehr oder 900 Gramm mehr. Er wiegt 3,7 Kilogramm, hat hingegen der Kraft von 1,2 Joule vom 171 ganze 2,0 Joule, sprich ist fast doppelt so stark wie der kleine Bruder. Das Ganze hat eine Bohrleistung in Beton von 24, in Holz 27 und in Stahl 13 mm. Der Vorteil, der wesentliche Vorteil von diesem Bohrhammer, beziehungsweise das hier ist im Übrigen ein sogenannter Kombihammer. Da wären wir auch schon bei den Unterschieden von einem Bohrhammer zu einem Kombihammer. Ein Kombihammer hat noch genau ein Merkmal mehr als ein Bohrhammer, nämlich die Meißelfunktion, wie sie hier schon eingestellt ist. Sprich, wir haben hier die normale Bohrfunktion, wir haben die Hammerfunktion und wir haben eben die Meißelfunktion. So können wir gewöhnliche Meißel, wie wir hier einen rumliegen haben, von Makita oder auch allen anderen Herstellern mit der Aufnahme SDS Plus einspannen und können beispielsweise Badfliesen oder Kacheln, alte Kacheln an alte Küchenwände abmontieren. Montieren ist der falsche Begriff, aber wir können es eben demontieren. Das ganze Bohrfutter können wir wechseln, das sieht dann Ganze so aus. Beim 171, wie erwähnt, können wir das leider nicht. Ich habe es gerade gelöst, ganz einfach mit einem Handgriff. Wir nehmen das Ganze ab und in jedem Lieferumfang, egal in welcher Ausführung, wäre das genormte Schnellwechselbohrfutter für Bohrer zwischen 1,5 und 13 mm enthalten. Das Ganze bringen wir dann genau so auf, arretieren das Ganze und das war's. Nun können wir Bohrer zwischen 1,5 und 13 mm einspannen und mit der richtigen Einstellung können wir dann normale Bohrarbeiten an Wänden oder sonstigen Holzteilen oder wo auch immer leisten. So, hier haben wir noch eine Führung. Die Führung ist für eine Absaugung, die ist
entweder als Zubehör man sich dazu kaufen kann oder wenn man sich das Komplettset besorgt. Das Komplettset heißt dann DHR 243 RTJV. Ich verlinke das hier oben oder hier oben. Man muss schauen, wo das Ganze dann letztendlich rauskommt. Das wäre dann ein Set, da wäre enthalten 2 5 Ampere Akkus, ein Ladegerät und eben diese Absaugvorrichtung, die wir hier aufschieben können. Das Ganze sieht genau so aus wie bei dem DHR 281. Das wäre der Apparat. Das ist genau diese Vorrichtung. Ich schiebe sie mal ab. So sieht das Ganze aus. Das Ganze können wir eben im Endeffekt auf die 243 auch schieben. Nicht die hier, die passt nicht, aber dasselbe gibt es dann eben auch für die 243. Wem der 243 auch noch zu klein ist, für den gibt es die nächstgrößere Stufe und zwar zunächst das Vorgängermodell von dem hier, zwar den DHR 264. Das wäre der Apparat. Hier sieht man schon, hier braucht man 2 Akkupacks. Das hier ist eine 36 Volt Maschine und 36 Volt muss man bedienen mit 2 x 18 Volt Akkupacks. Sprich, wir nehmen tatsächlich beispielsweise hier einen 5 Ampere Akku aus dem 18 Volt Programm, nehmen dazu noch einen 3 Ampere Akku aus dem 18 Volt Programm. Das Ganze macht nichts aus, die verschiedenen Amperestunden. Das Ganze schieben wir auf und wenn der 3 Ampere Stunden Akku leer ist, dann geht das Ganze eben aus. So sieht das aus. Das Ganze ist dann allerdings recht schwer. Der wiegt fast 5 Kilo, sprich 4,7. Hat dann allerdings einen ganzen Joule mehr als der DHR 243. Hat entsprechend eine Bohrleistung in Beton von 26 mm im Gegensatz zum 243 von nur 24 mm. Das Ganze entsprechend eben auch in Holz von 32 und in Stahl in 13 mm. Hier haben wir den Nachteil, dass wir keine Absaugvorrichtung aufschieben können, wie beim 243. Dafür muss ich an dieser Stelle sagen, zum Datum, an dem dieses Video erscheint, gibt es den 264 nicht mehr zu bestellen. Es gibt noch Restbestände, allerdings gibt es hier schon den Nachfolger, den ich euch als nächstes zeige. Weil hier ist es so, dass der Bohrhammer noch einen alten Motor verbaut hat, sprich einen bürstenhaltigen Motor. Und das Ganze sieht man hier an diesem schwarzen Punkt. Da können wir das Ganze mit einem Schraubendreher oder einem Centstück aufdrehen, Kohlebürsten wechseln und dann geht es weiter. Kohlebürstenlose Motoren, die sogenannten BL-Motoren, das Ganze kann man erkennen an Schraubern, wo das Ganze draufsteht, wie an dem 243. Hier steht das unten dran, BL-Motor. BL steht für Brushless, zu Deutsch bürstenlose Motoren. Der Vorteil von einem bürstenlosen Motor, das habe ich, glaube ich, in jedem vergangenen Video auch schon erwähnt, der Akku hält länger, er ist langlebiger und das Ganze ist pflegeleichter. Darum wird es bürstenhaltige Motoren nicht mehr geben, auch nicht von anderen Herstellern. Allmählich kommen diese ganzen Motoren nur noch als Brushless-Ausführung. Das nächste wäre dann das Nachfolgemodell vom 264, das wäre der DHR 281. Das Ganze sieht dann so aus. Hier können wir die Schlagzahl bzw. die Drehzahl noch regulieren an diesem Rädchen zwischen 1 und 5. Dann haben wir hier auch die Möglichkeit, dass wir das Ganze, die ganze Meißelfunktion mit einstellen können. Dann können wir dementsprechend auch damit meißeln. Ein Bohrfutter ist gerade nicht montiert, aber hier ist genau dasselbe Prinzip wie vom 243. Entweder SDS Plus Bohrfutter hier aufmontieren oder eben entsprechend das Schnellwechselbohrfutter für Bohrer zwischen 1,5 und 13 mm. Der hier ist etwas leichter als der 264, nämlich, sofern ich weiß, um die 100 Gramm. Er hat auch hier hier sieht man es, hier kann man es erkennen, hier steht AVT. AVT steht für Antivibrationstechnik. Wie der Name schon sagt, die Vibrationen beim Arbeiten in Beton oder Stein fallen geringer aus, wie bei einem Bohrhammer ohne diese Funktion. Das Ganze merken wir, wenn wir den ganzen Tag damit arbeiten. Dann fällt einem auf, dass diese Funktion doch sehr hilfreich ist, ja, weil das doch schon sehr in die Hände geht, ja, sofern man diese Funktion eben nicht hat. Zudem hat er hier, wie der 243, einen Stoßdämpfer, so schützen wir den Akkupack vor Vibrationen.
und das Ganze auch noch mit Handgriff. Hier können wir im Übrigen dann auch, wie beim DHR 243, eine Absaugvorrichtung aufschieben, wie ich sie vorhin abgeschoben habe. Die Absaugvorrichtung sieht so aus. Aufschieben, fertig. Die Absaugvorrichtung braucht keine extra Akkus. Diese verwendet die Akkus vom Bohrhammer bzw. hier vom Kombihammer, da er ja eine Meißelfunktion hat. So, das waren im Prinzip so die verschiedenen Arten von Makita, was Bohrhammer und den Kombihammer anbetrifft. Wenn es sonst noch irgendwelche Fragen gibt, dann stellt sie einfach in den Kommentaren, schreibt uns eine Mail oder schickt uns eine WhatsApp-Nachricht, was seit neuestem funktioniert. Das Ganze könnt ihr informativ einsehen auf unserer Webseite imex-werkzeuge.de. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.